Wir sind Jessie und Roberto und in unserem selbst ausgebauten Sprinter sind wir seit Februar in Europa unterwegs. Den letzten Monat haben wir in Polen verbracht und sind vor lauter positiver Überraschungen kaum aus dem Staunen rausgekommen. Zumindest wir hatten ja nicht geahnt, dass es hier so schöne Städte gibt. Nun ist es Zeit, bald in den wärmeren Süden aufzubrechen. Doch davor möchten wir noch mal einige Highlights von Polen mitnehmen. Close your eyes, get some rest. I'm by your side, lay your head on my chest. Hallo zusammen! Hallo! Wir befinden uns hier im kleinen Städtchen Sandomierz, welches uns von vielen Leuten empfohlen worden ist. Ja, und der erste Eindruck ist schon mal richtig gut. Also sieht richtig süß aus und wir freuen uns auf mehr. But I'm right here, it's gonna be okay. The world could fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. If all the blue skies fade to grey, we're gonna be okay. Endlich gibt's für uns Kaffee. Wir haben heute früh extra keinen getrunken, weil wir wussten, dass wir in der Stadt einen trinken wollen. Jetzt hat es aber doch ein bisschen länger gedauert als erwartet, also freuen wir uns umso mehr. Don't let go. I understand. I know it hurts. Das kommt dabei raus, wenn wir Kaffee trinken gehen. Es bleibt einfach nie nur beim Kaffee. Oh, das sieht so geil aus. Ist mit lokalem Cider gemacht. The world could fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. If all the blue skies fade to grey, we're gonna be okay. Hier in Polen sieht man ja immer wieder diese Waffeln. Das ist ganz typisch hier und endlich haben wir welche probiert. Die waren richtig lecker. Und auch noch mit diesem lokalen Cider, das war einfach perfekt. Und übrigens, falls ihr euch gewundert habt, wer die anderen beiden sind, wir sind immer noch mit den Neuland Stories, also Svenny und Basti mit ihrer Hündin Pepper unterwegs. Ja, und jetzt, glaube ich, gehen wir langsam zurück zum Bus oder zum Van und suchen uns einen Platz für die nächsten Tage. Okay. The sun could go out, we're gonna be okay. If all the blue skies fade to grey, we're gonna be okay. Es geht weiter, wir fahren wieder mit dem Van ein Stückchen zum nächsten Platz. Es sind, glaube ich, 1,5 Stunden, 1 Stunde 20. Wir sind nicht ganz sicher, ob das was wird, aber wir probieren es jetzt mal. Und ja, wir staunen auch wieder mal, wo uns unser Navi durchführt. Wir nutzen ja vorzugsweise Waze. Finden wir eigentlich grundsätzlich gut, aber manchmal hat Waze einfach komische Ideen, wo es am schnellsten lang geht. Gestern sind wir noch zu diesem schönen Platz hingefahren, haben hier gemütlich übernachtet und werden danach noch ein bisschen die Gegend erkundschaften. Aber zuerst wollen wir halt dieses Problem lösen, denn ja, wir sichern eigentlich unseren Kühlschrank mit solchen Lederriemen mit Druckknöpfen. Das Problem ist, die Druckknöpfe, die gehen ständig kaputt. Wir haben jetzt herausgefunden, dass es halt daran liegt, dass das Leder einfach zu dick ist. Haben uns in Prag neues Leder gekauft und ja, wollen das jetzt mal montieren, damit das in Zukunft einfach hält.
Leider haben wir nicht genügend Druckknöpfe dabei, weshalb wir die noch bestellen müssen. Und ja, zurzeit haben wir halt so einen Mix alt und neu. Hauptsache es hält erstmal. Die Arbeit ist getan, jetzt kommt endlich das Vergnügen und ja, ich glaube, Baxi freut sich auch schon richtig. Also gehen wir los und schauen, was es hier so gibt. Los, Baxi! Caught behind Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since '99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all alone. I think it's time for me to go, burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the foam, pulling stitches. Time to Ja, war ganz schön, endlich mal so ein bisschen Bewegung zu kriegen. Das Dorf ist ja auch, ja, ist mal was anderes, als immer nur in der Natur zu sein. Und jetzt sind wir hier wieder eigentlich zurück am Platz, aber wir möchten uns noch diese Synagoge hier ansehen. Die wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört, aber so weit rekonstruiert, dass man sie sich wieder ansehen kann. Und wenn wir ja schon hier in der Nähe parken, dann wollen wir die auch noch mitnehmen. Also schauen wir mal rein, wie es aussieht. Ja, es ist unglaublich, was die mit dieser Synagoge hier gemacht haben. Sie ist aus dem 17. Jahrhundert, also ein paar hundert Jahre alt und dann ja, endet sie so. Man sieht ein paar Reste von Farbe und auch an einer Stelle ist oben noch ein bisschen Stuckatur übrig, aber viel ist da nicht geblieben. Und noch schlimmer ist vielleicht, dass auch jetzt noch so neue Stellen besprayt wurden und es sieht, ja, man fragt sich immer wieder. Für uns geht es jetzt weiter. Die zwei Vans sind ready. Wir fahren jetzt gleich los. Wir möchten uns weiter an Krakau annähern, denn da haben wir nächstes Wochenende ja unsere Vereinbarung oder Verabredung. Das heißt, wir nähern uns an, damit wir schon mal in der Nähe sind. Und ja, hoffen wir finden einen schönen Waldspot. Wir haben was rausgesucht. Mal sehen, ob es das wird. I'll let you go, just need some time. At your own pace, you need to find your way. Ursprünglich haben wir gedacht, dass wir hier übernachten, aber ja, das Internet ist leider sehr schlecht und wir müssen unbedingt noch ein paar Sachen erledigen bis morgen. Ja, weshalb wir uns jetzt einfach entschieden haben, wir grillen hier, genießen ein paar Stunden und danach fahren wir einfach irgendwo anders, wo wir besseres Internet haben. I know what I have in mind. I packed our bags, we'll be on our way. The night was long as I waited without a sign. A sign of what mattered. Während Basti hier den Gasgrill aufbaut, mache ich uns ein kleines Feuer, denn hier sind Tausende von Mücken und das hilft ja bekanntlich. Every hour we spend. Während die Jungs draußen das Feuer machen, mache ich hier einen Teil des Essens bereit. Wir haben hier Halloumi, Salat, ein bisschen Fleisch, das wir noch hatten, das wir dann dazu machen.
Und Svenny bereitet auch noch was vor. Die haben auch Halloumi. Ich glaube, sie haben noch einen Mais. Kartoffelsalat gibt's und auch ein paar andere leckere Sachen. Also ich freue mich schon, wird sicher lecker. Das ist ja bei Grill eigentlich immer der Fall. It's been 72 weeks in this town. Das will irgendwie nicht so richtig. Ist halt viel zu nass, das Holz. Ja, es ist noch sehr feucht. Ja, vielleicht fangen wir nochmal von vorne an. No matter what I got off the ground for something that matters Und ich hole noch kurz Teller. to me. Okay, offensichtlich gibt es heute kein Feuer. Alles viel zu nass. Naja, zum Glück haben wir noch diesen coolen Gasgrill und aus dem essen wir jetzt. And suddenly Ich hab's doch noch geschafft. Ich habe Feuer! I just hope we could stay together. We wait and see. Ja, war wieder mal richtig toll, das Grillen. Wir sind ja richtig begeistert, dass die beiden auch sehr gerne Feuer machen und grillen. Das ist für uns irgendwie Lebensqualität. Jetzt heißt natürlich dementsprechend aber auch abwaschen. Und ja, wir fahren ja noch weiter, denn der Platz hier hat ja kein Internet. Also räumen wir auf und fahren noch weiter. Es ist stockdunkel draußen. Hier wird es ja schon um 6:30 oder so dunkel, aber das klappt irgendwie. Gestern haben wir nach mehreren Versuchen dann auch noch einen Parkplatz gefunden. Und zwar sind wir schon in Krakau drin. Das war ja noch nicht mal geplant, aber ja, so können wir uns heute die Stadt ansehen. Aber vorher haben wir beschlossen, gemütlich in den Tag zu starten. Wir machen einen kleinen Brunch und ich habe schon so lange Lust auf Crepe. Also mache ich Crepe. Die Sache habe ich mir schon bereitgelegt. Dauert halt ein paar Minuten, aber dafür können wir nachher richtig reinhauen. This is a good day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel Crepes sind ja so einfach und simpel und seit wir die in Frankreich gemacht haben, muss ich die auch immer wieder haben. Und das Einzige ist, wir haben es heute das erste Mal mit Hafermilch gemacht. Also ich bin gespannt, wie die rauskommen. Ich hoffe, die Milch verhält sich ähnlich. today and not tomorrow. There's no time to borrow. Today is a good day to live. Wir haben ja Pepper besonders gerne zu Gast, weil dann immer weniger Geschirr zum Abwaschen ist. Sie schlägt immer Baxis Schüssel blitzblank sauber. Finde ich super. Excuses were 2 for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my face, all that ever was is alright. Geht schon. Geht schon. Gibt Schlimmeres bestimmt. Das ist so lecker. Day and not tomorrow. Nach dem gemütlichen Frühstück geht's jetzt endlich in die Stadt. Aber ja, wir werden wohl einer weniger sein. Roberto hat sich entschlossen, einen Ruhetag einzulegen. Deswegen bleibt er hier im Van und wir gehen, Svenny, Basti, die 2 Hunde und ich los. Das Gute an unserem Stadtparkplatz ist, dass wir hier direkt am Fluss gestanden sind. Also ja, um die Ecke. Aber der Fluss ist gleich hier und den nutzen wir jetzt auch als Promenade, um in die Stadt zu gelangen. Auf der anderen Flussseite ist eigentlich schon das Quartier Kazimierz oder irgendwie so ähnlich. Das soll recht cool sein und dann daneben ist die Altstadt. Aber wir schauen mal. Ich glaube, wir nehmen es heute erstmal einfach gemütlich. Machen vielleicht morgen den Rest und ja, sehen mal, wo es uns hinführt für heute. So, die
Route verlief also in dieses Kazimierz und wir sind hier schon mitten in der Straße, wo Cafés und Bars und Lokale sind. Es ist richtig cool hier. Es lebt, es ist so richtig vibrant. Ja, mega cool. Ich glaube, wir nehmen jetzt auch gleich noch was. Wir haben ja schon ganz oft gesehen, hier in Polen, da gibt es diese überbackenen Baguettes oder so. Und die müssen wir natürlich probieren, denn bei uns geht es ja immer ums Essen. Sieht richtig gut aus. Sieht fies aus. Also die Dinger sind echt monströs, aber gehört ja dazu, also probieren wir sie. Und der erste Biss war schon richtig lecker. Ich habe hier Hühnchen mit Spinat und ich habe vergessen, was noch drauf ist. Es ist viel und richtig lecker. Und nicht ganz einfach zu essen. Also ich habe es nicht fertig geschafft, das war echt zu viel für mich. Die beiden haben sie komplett gegessen. Keine Ahnung, wie das möglich ist, aber Baby. ja, ich glaube, sie rollen jetzt und ich gehe mal mit und ja, wir suchen uns was zu trinken wahrscheinlich, so einen kleinen Digestiv. Wir sind richtig in Laune und ja, es wird lustig. Tag 2 in Krakau. Heute bin ich auch wieder dabei. Ich habe gestern einfach mal so einen Ruhetag gebraucht. Ja, kurz Ticket gelöst und dann geht's los. Genau, heute möchten wir nämlich auch die Altstadt noch ansehen. Die haben wir ja gestern ein bisschen ausgelassen. Also heute ist sicher ein bisschen mehr Kultur dabei. Ja, und wir gehen wieder an der Promenade entlang in die Stadt. Don't wanna play games out with the moves. Don't wanna meditate, girl. With you it's hard. Fill in the blanks, text me back, throw me a kiss instead of them tricks. Don't make it hard. I wanna celebrate. You know. Hier sind wir jetzt auf einem der Hauptplätze von Krakau und man sieht hier auch hinten diesen Turm. Und hier vorne ist eine Markthalle aus dem 13. Jahrhundert, richtig beeindruckend. Und ja, einige von euch wissen, wir lieben Märkte, also müssen wir da natürlich gleich rein. We know how it goes, way down low. Wir mögen es ja lieber so ein bisschen authentischer oder halt so Früchte, Gemüse, sowas finden wir richtig cool. Hier ist es ein bisschen touristischer, aber es sind auch ein paar schöne Sachen dabei. Around your little pinky, nothing to ask, nothing to dare. This crush is hard. I wanna celebrate, you know. Our togetherness, both mind and flesh. Only Heute ist ja wieder so ein richtig warmer Tag. Wir haben über 20 Grad. Das ist perfekt für Sightseeing. Wir fühlen uns richtig sommerlich. we know how it goes, way down low. You don't need. Eine Besonderheit von Krakau ist auch, dass die Altstadt von so einem Parkring umgeben ist, wo wir jetzt auch uns gerade befinden. Und es ist so ein richtig schöner Punkt, wo man auch ein bisschen zur Ruhe kommen kann. Die Luft ist angenehm, man riecht sogar das Herbstlaub. Mega schön. Und ja, wir nutzen jetzt diesen Ring auch dazu, um frühstücken zu gehen oder, naja, brunchen oder Mittagessen. Uns ist wieder mal richtig spät geworden. Don't wanna play games out with the moves. Don't wanna meditate, girl. With you it's hard. Ich finde es ja so schön, dass wir wieder komplett sind. Ist besser, wenn Roberto auch dabei ist, oder? Don't make it hard. I wanna celebrate, you know. Our togetherness, both mind and flesh. Only we know how it goes. We know how it goes.
Dakar hat uns richtig gut gefallen. Also ich finde es persönlich eine der schönsten Städte, die wir besucht haben. Ja, kommt auf jeden Fall unter die Top 5, würde ich sagen, auf jeden mindestens. Fall, ja. Und wir hatten uns ja auch auf die Stadt gefreut. Also Ja. man hört ja sehr viel Gutes und Schönes über die Stadt und ich muss sagen, sie enttäuscht wirklich nicht. Genau, wir können es auf jeden Fall empfehlen. Also es ist Ja. wirklich ein Besuch wert. Ja, für uns heißt es jetzt, die Kamera auf die Seite zu legen, denn wir haben ja hier eine Verabredung, die ist Ende dieser Woche. Wir sind an eine Hochzeit eingeladen Ja. und da freuen wir uns schon riesig, aber vorher müssen wir noch ein paar Sachen fertig machen. Drum beenden wir jetzt, glaube ich, diesen Vlog hier. Genau. Ihr Und- wisst, was ihr zu tun habt. Genau, Liken, wenn euch abonnieren. das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns in einer Woche wieder. Bis dann. Bis dann. I can be